Hey there. What is it? Oh, I am grateful. Oh, I see. Pleased to hear it. Well then. What? However, Well, all right. Yeah, mehr Toleranz. pleased to hear it. Jetzt wäre das nächste Mal von der Grund legen, unsere Lehren. Das verbraucht auch einen Tag, ernsthaft? Oder einen halben Tag? Halber Tag. Die flüsternde Honigbiene. Kuckuck, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Fancy a bit of info. Was genau möchtest du wissen? Besondere Zutaten. Erfahre mehr über die Zutaten, die du erwerben kannst. Hey! Koch mir Suppe, Junge. In Grand Thread bekommt man viele Zutaten. Wenn Sie also etwas kochen möchten, lassen Sie mich in Ruhe. Der Schlachter verkauft Bidu-Fleisch. Andere Länder verkaufen Rotgras. Rotgras. Bist müde? Ja, da geht's dir genauso wie mir. Ich hänge auch schon den ganzen Nachmittag so rum, so, und auf nichts Lust. Der Wasserladen verkauft reines Wasser. Wenn der Wasserladen reines Wasser verkauft, was sauft ihr dann den ganzen Tag? Unreines Wasser? Klowasser? Geheimnis des Rotgrasladens. Jetzt, wenn ich noch Rotgras kaufen könnte für die Quest, dann wäre das super. Auf dem Markt vor der großen Kathedrale gibt es einen Stand, an dem Rotgras verkauft wird. Das Kraut, das Fabian oft für ein bestimmtes Gericht verwendet. Offenbar wird Rotgras in der Gegend rum um Fabiens Heimatstadt produziert. Gar nicht weit von Grand Thread. Es ist aber schwierig, es vorrätig zu halten. Aus diesem Grund verkauft es der Ladenbesitzer nur an seine Stammkunden. Jeder Fremde, der versucht es zu kaufen, wird wahrscheinlich abgewiesen. Das ist mir passiert. Aber sie sind ja kein Fremder, oder? Sie kennen Fabian bereits. Und waren auch ein Bekannter von Grice. Wenn Sie das also haben möchten, erwähnen Sie ihn beim Ladenbesitzer. Werden Sie so zum bevorzugten Kunden, dann bekommen Sie auch eine ziemlich wertvolle Zutat. Das würde bedeuten, ich kann das Gras jetzt kaufen, weil ich special bin, oder? Sehe ich das richtig? What should we do? Was sollen wir nur tun?
Die Sonne ist untergegangen. Oh nein, es ist dunkel. Was sollen wir nur tun? Ich weiß es nicht, meine kleine Fee, aber wir suchen Rotgras. God, I am grateful. Der Shop vor der Kathedrale. Just can't stand it. Natürlich jetzt die Frage. Well, I'll not loiter in a storm. All right then. The Grand Cathedral, why? I'm just Stop that at home! Ja, mitten in der Straße mit meinem Skateboard dahin gefahren, interessiert keinen. all right then. Das müsste der Shop hier sein. Mit dem sexy Kistenmann. Nein, das ist nicht der. Bye-bye now. All right then. Dann muss es einer da drüben sein. No. Wobei, wenn zu mir einer sagt, der Shop vor der Kathedrale, dann ist das für mich der Shop eigentlich, weil der direkt vor der Kathedrale steht und nicht abseits der Kathedrale. Wie der Shop, der eigentlich gemeint ist, der am Abseits der Kathedrale steht und nicht vor der Kathedrale. Jesus Christ. Oh there. Kennen Sie Graves? Das ist der Shop. Abseits der Kathedrale. Sagen Sie jetzt nicht, sind der sich in letzter Zeit in der Honigbiene aufhält, einer seiner Freunde, wirklich? Ich komme aus derselben Stadt wie Fabienne, also kennen Griers und ich uns schon sehr lange. Der Mann hat mir schon unzählige Male geholfen. Pech für dich, der Typ ist tot. Ich war sehr traurig, von seinem Tod zu hören. Okay, er ist informiert. Aber ganz tief im Inneren hatte ich wohl immer das Gefühl, dass es mit ihm mal so enden würde. Das könnte keiner wissen. Hey, hör auf mich zu schubsen, Herr. In Ordnung, zu Freunden von Griers kann ich nicht abweisend sein. Sind Sie an Rotgras interessiert? Ich komme mir vor, als würde ich Drogen kaufen von jemandem unter der Brücke in einem langen Trenchcoat, während es regnet des Nächtens oder so. Hey, brauchst du Rotgras? Kaufst du? Kaufen Sie so viel Sie wollen. Der Preis bedeckt 150 Rief pro Stück oder 500 für 4 Stück. Soll ich gleich 500 kaufen anstatt 1? Ich meine, wenn ich es nicht zum Kochen benutze, kann ich es bestimmt später rauchen oder so. Vielschichtiges Abstandsgefüge. Vielleicht sehen die so in Dimensionsschritten oder sowas. Vielleicht ist da so ein Dimensionsriss im rauen Zeitgefüge, dass manche Leute den Shop vor der Kathedrale sehen und manche im Abseits der Kathedrale oder so. Also vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht. Da drüben hängt ein Baguette rum, ich sehe es in dem Korb. Can we talk? Das wäre gut zum Kochen. Nein, ich will es rauchen. Thanks. Gerne, 4-mal Rotgras also. Vielen Dank für Ihren großzügigen Einkauf. Beehren Sie uns gerne bald wieder. Rotgras ist gut für dich, oh yeah. No. Was für ein Rotgras einfach sowas wie Blaukraut ist im Endeffekt. Oh nein, ich habe die Illusion zerstört. Oh nein. Blasphemy. Blasphemie. The Grand Cathedral, why? Well, Rotgras-Blasphemie. Dann kann ich jetzt das Ding kochen wahrscheinlich, How ja? fine. the Grand Cathedral, why? My wits have left me. Zumindest war das die Idee daran. Ich bin der einzige blauhaarige Junge mit diesem Schwert-Skateboard. Ich fühle mich besonders. Ja. God, I am grateful. What is it? Say there. So, kann ich das jetzt Amazing. köcheln? So, dann muss ich mit ihr Fabian. Yeah. Rotgras-Büdo. Offenbar ist Fabienne überfordert. Das steigert meine Toleranz. Warum steigert Kochen meine Toleranz? You're a big help.
Dann wird das nix mit dem Rausch. Vielleicht werde ich ja high, wenn ich's esse, weißt du? Dass durch das Kochen die Aromen freigesetzt werden und ich werde dann high und sehe dann... Keine Ahnung, was ich dann sehe. Sehen wir mal, Rotgras, richtig? Kein Problem. Fabian hat uns das Rezept in allen Einzelheiten beigebracht. Ich sehe eine Kartoffel und ich sehe Fleisch, ich sehe kein Rotgras. Wenn es versalzen ist, musst du es trotzdem essen. Ah, shit. Wobei versalzenes Essen überhaupt nicht tragisch ist. Du musst nur mehr trinken, dann kannst du es wieder ausgleichen. Oh, right. Wie wäre es, wenn wir das Gericht ein wenig verfeinern? Na, guck, du wusstest das schon. Jetzt kommt das mit dem Versalzen. Machen wir es würziger. Ich kann das Rezept total an sie abgeben. Was soll ich machen? Soll ich mich an das Rezept halten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir es würziger, klingt verlockend. Aber das könnte tödlich enden. Ich glaube, ich halte mich an das Rezept. Weil ich weiß nicht, was ich tue, ne? Das ist so Gordon Ramsay-mäßig. No. Wir sollten uns an das Originalrezept halten. Exactly. Das ist nur fair. Es ist immer ein Fabian-Spezialrezept. Ach, jetzt wäre es auf einmal fair. Sie wollte es sabotieren. So sieht's nämlich aus. Saboteurfee. Und sie war so nett, es uns beizubringen. Und du wolltest es sabotieren. Gallica und ich bereiteten das Rezept mit Liebe zu. Das ist die Geheimzutat. Liebe. Ein köstlicher Duft wehte durch den Raum. You did it. Das haben... Was heißt hier wir? Das haben wir wirklich gut hinbekommen. Ich habe gekocht, du hast nichts getan. Du wolltest mir nur Sachen ins Ohr flüstern, damit ich ins Messer renne, ja? Damit es nichts wird. Bist du insgeheim ein Meisterkoch, Zarkon? Sag das nicht weiter, aber das bin ich. Oh mein Gott. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Anscheinend habe ich gute Arbeit geleistet. Ich fühle, dass ich über etwas mehr Toleranz verfüge. All right. Ich bin aber noch nicht so tolerant genug, dass es für ein Level abreicht, weißt du? Ich bin immer noch unflexibel. Rotgrasbüdo. Ich half weiter, während es immer später wurde. Nun bin ich der Bido-Meister. Evidently. Oh, Hulkenberg. Frau Hulkenberg mit dem roten Haar und den Satellitenohren. In der Tradier-Wüste sind Leichen entdeckt worden. Anscheinend waren die Reisenden auf dem Weg in die königliche Hauptstadt. You're right. Da draußen natürlich gibt es da draußen Monster. Wir haben sie gesehen im Intro vom Spiel. Hallo? Yes. Was ich einen ganz netten Touch finde, ist, dass hinten auf dem Wandteppich die Speisekarte von diesem Restaurant abgedruckt ist. Ich finde das wahnsinnig cool. Ne? Kommst du rein, siehst den Wandteppich, kennst dich sofort aus. Und jeder kann 10 von den Tischen aus. Das ist total geil. In dieser Gruppe von Monstern scheint es einen Rudelführer zu geben. Besser als wie ein Nudelführer. Könnte das Rekrutierungszentrum weitere Informationen dazu haben? Womöglich. Ich muss was trinken, ich bin ausgetrocknet wie ein Schwamm. Well then,
Ich höre eine Stimme. Ich bin der insgeheime Büdo-Flüsterer. Das Rotgras spricht zu mir. I... Ist das für mich wirklich in Ordnung? Ach, die wollten ja mit mir reden, ne? Say there. Ich möchte aber nicht mit Stroll reden, ich will mit Hulkenberg reden. What is it? Amazing. Da ist sie. Ganz leger gegen das Weinfass gelehnt oder Bierfass. Knoblauch, yes! Beste Zutat ever. Ah, 'tis you. Ah, du bist es. Ich weiß, dass wir eigentlich nur noch warten können, aber es macht mich noch unruhiger als alles andere. Hast du einen Moment Zeit? Selbstverständlich habe ich einen Moment Zeit. Truth is, In letzter Zeit verspüre ich großen Druck. Ach, wirklich? Da bist du nicht die Einzige. Das hat es mir erschwert, einen klaren Kopf zu behalten. Ich hatte gehofft, dass du mir mit Rat zur Seite stehen könntest. Das ist so doppeldeutig. Das muss schnell erledigt werden. Ah, ein Quickie also. Damit es meine Leistung im Kampf nicht beeinträchtigt. Ah. Gleich hier auf dem Tresen. Zack. Wie würdest du mit solchen Belastungen umgehen, wenn du an meiner Stelle wärst? Au! Was sind denn das für Auswahloptionen? Ich würde trainieren, ich würde ein Buch lesen. Trainieren. Zora, herzlich willkommen. Na du? Das ergibt Sinn. Dann bist du mit deinen Anstrengungen so beschäftigt, dass dein Geist frei von Ablenkungen ist. Das hätte ich bei einer Ableckung gesagt. Wie sieht's denn aus? Würdest du mir den Schwertkampf? Würdest du mit mir den Schwertkampf trainieren? Jesus Christ. Hirn funktioniert. Ich nehme an, du hast dir deine Technik selbst beigebracht. Drink or perish. Dann tue ich das doch. Ich habe heute viel zu wenig getrunken. Ich fühle mich so ausgetrocknet. Es ist der Wahnsinn. Ich könnte saufen die ganze Zeit. Jetzt muss ich das Fenster hier verschieben. Dankeschön. Ich nehme an, du hast dir die Technik selbst beigebracht. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dir eine formale Ausbildung zu geben. Das würde mir gefallen. Bilde mich aus. alright. Ich muss meine Bindung mit ihr stärken, unbedingt. In dem Fall brauchen wir ein paar Übungsschwerter. Auf zum Waffenladen. Alright. Du bildest Hulkenberg aus, Zora. Oh oh. Ah! Wisst ihr, was mich das gerade erinnert, diese Szene? Das erinnert mich sehr, sehr an Fire Emblem Three Houses irgendwie. Eine gut ausbalancierte Waffe, nicht wahr? Sie dient nur zu Übungszwecken. Aber das merkt man Griff und Schwung nicht an. Das siehst du aus wie eine Dörrfrucht. Hallo? Ich bin die geilste Dörrfrucht im ganzen Land. Wie nostalgisch. Als ich gerade frisch der Königsgarde beigetreten war, trainierte ich mit dieser Klinge. Wäre es nicht besser, wenn es ein Holzschwert wäre? Arbeitssicherheit und so. Nein? Okay. Kurz nach meinem Beitritt wurde ich dem Gefolge des Prinzen zugewiesen. Also musste ich unbedingt besser werden. Ich war damals noch jünger als du jetzt und konnte nicht viel. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum sie da zwei so braune Hosenträger vorne hat bei ihrem Anzug, ne? Sind das die Träger oben von der Brustplatte, dass sie nur die halbe Rüstung trägt im Moment, oder ist das einfach nur so ein Fashion-Dingens? Jede Nacht schlich ich mich raus, traf meinen Kameraden in der Dunkelheit und wir kämpften gegeneinander, bis unsere Hände voller Blasen und Schwielen waren. Certainly. Manche Duelle habe ich gewonnen, manche habe ich verloren. Doch in unzähligen Kämpfen haben wir nie mitgezählt, wer besser war. Klingt hart.
Ein würdiger Gegner. Well, Oh, sie scheint happy zu sein. Das war er. Dank seiner Hilfe konnte ich mich so sehr verbessern. Wir schworen uns, dem Titel eines Ritters gerecht zu werden und die höheren Ränge zu erklimmen. Was sind das für schwarze Flecken auf dem Boden? Wir wollten Champions werden. Surely you jest. Meine Güte, Hulkenberg, bist du das wirklich? Du bist es wirklich. Und du bist wieder hier. Was ist das hier, Freund? Rotanth? Rodante. Warum haben die alle so bescheuerte Namen in dem Spiel? Warum kann er nicht Karl-Heinz heißen und sie Gertrud oder Bärbel oder sowas? Das wäre viel einfacher. Über Nacht macht sie die an die Füße, damit sie nicht so längere Beine bekommen, okay? Welch ein Zufall, das ist der Kamerad von Rival, von dem ich vorhin sprach. Und wer ist dieser Welpe? Ein Freund von ihr. nice to meet you. Ich bin ihr heißer, kleingewachsener Liebhaber. Wie sprechen Sie mit mir? Was soll das? Du hast dich mit diesem Jungen zusammengetan? Erbärmlich. Wie meinst du das? Ich bin erstaunt. Du treibst dich mit diesem Elder-Bengel herum. Die sind alle so freundlich zu mir. Ich habe das gar nicht verdient. Du einst ein stolzes Mitglied der Ritterschaft. Warum entrüstet dich das so? Absurd. Gleich und gleich gesellt sich wohl gerne. Ein gefallener Stammesjunge passt zu einem gefallenen Ritter. Dabei warst du einst eine so stolze Frau. You! Wie bitte? Das geziemt sich nicht. Komm mal wieder runter, Hulkenberg. Der Kommandant der Ritter hat durchaus das Recht, deine Fehltritte zu beurteilen. Na, Kleine, wie heißt du? Bärbel? What? Kommandant, du sprichst von dir? Yes. Während du als Landstreicherin unterwegs warst, habe ich für uns beide Ehre gesammelt. So ist das also. And? Das ist der gute alte Schwanzvergleich unter Rittern, ne? Boah, meine Ehre ist länger als wie deine und ich habe mehr Ehre aus wie du. Und dann wissen beide nicht, von was sie reden, ne? Und dann stürzen sie sich auf ihr Schwert so. Ja, so endet das immer. Und du hast eindeutig aufgehört, nach Höherem zu streben. Was hat dich stattdessen beschäftigt? Ich habe eine Mission zu erfüllen, die wichtiger ist als Ruhm im Rittertum. Whoops. Ich denke, sie meint Ruhm im Rittertum. Ja, 100 Pro. Ah, natürlich. Als du den Prinzen nicht retten konntest, ging deine Würde als Mitglied der Königsgarde ruckzuck verloren, richtig? Du hattest wahrscheinlich keine andere Wahl, als dich an deine Suche nach diesem Schatten zu klammern. Wie kannst du das wagen? Wähle deine Worte mit Bedacht. Weißt du, das sind so Sachen, das konntest du nur im Mittelalter machen. Leute auf offener Straße so richtig krass beleidigen. Ja. Das kannst du heute nicht mehr. Früher ging das, da war das cool. Das war deine Freizeitbeschäftigung. Nein, da gibt es nichts mehr zu sagen. Du enttäuscht mich, Hulkenberg. Sorry. Verzeih, es tut mir leid, dass du das ansehen musstest. Was für ein Ekelbrocken. Ist alles in Ordnung. Listen, Halt die Ohren steif. Zwinker, zwinker. Nett, dass du fragst. Ja, ich sammle Punkte bei ihr. Ich kann seinen Zorn nachvollziehen. Schließlich habe ich unser Versprechen gebrochen. Oh nein. Aber wir dürfen unsere Prioritäten nicht aus dem Blick verlieren. Lass uns im Namen seiner Hoheit weiterkämpfen. Dies ist mein neuer Weg. Ich kann Hulkenbergs tiefes Vertrauen spüren. Yes! Stufenaufstieg! I have not the luxury of regret. Neue Fähigkeiten, Rittererleuchtung. Hey, Elfenwitze sind untersagt. Reduziert die Marktkosten beim Studium der Ritterarchetypen. Wachdienst.
Wahrscheinlichkeit, dass Hülkenberg den Protagonisten vor einem Angriff auf seine Schwachstelle... das ist nicht schlecht. Pardon me. Entschuldigung, aber woher kennen Sie den Mann, der gerade gegangen ist? Das ist das Coole an diesem Persona-Spiel. Du spielst halt die Side-Stories von deinen Charakteren. Und es ist nicht nur eine Cutscene und Textin, wo du anhören kannst, lesen kannst, sondern es bringt dir was, weil du steigerst dann den Vertrauensrang der Charaktere mit dir und du hältst neue Fähigkeiten und die Charaktere werden besser. Das ist ein ziemlich cooles System. Was sonst kein anderes Spiel hat. Warum auch immer. Die nächste Frage ist, wenn Hülkenberg ein Ritter ist, oder eine Ritterin, warum trägt die Stiefeletten zu ihrem Outfit? Ist das nicht brutal gefährlich im Kampf, dass du da umknickst, hinfällst und dir wehtust? Ist die erste Regel nicht eigentlich gutes Schuhwerk für deine Arbeit? Oder sehe ich das komplett falsch? Geht Stil vor Sicherheit, oder? Wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Bei Frauen ist das immer anders. Er ist lediglich ein alter Freund. Was sie nicht sagen. Nun denn, wir sehen uns. Was für ein seltsamer Kerl. Lass uns ein anderes mal. Wir haben keinen Meter trainiert, gute Frau. 100 Runden oder 1000 Schläge. Ich muss gnadenlos trainieren, wenn ich diese Ablenkung loswerden will. Wir haben nichts gemacht. Ich habe 900 Mark bekommen. Und schon ist wieder Nacht. Gib gut Acht in der Nacht. Da, 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 da. Gib gut Acht in der Nacht. Kann ich da das nochmal machen? Ja. Abends kommen immer jede Menge Gäste. Ich kann das nochmal machen. Und sie ist schon wieder überfordert. Mehr Toleranz. You're a big help. Ich weiß immer noch nicht, warum ich mehr Toleranz bekomme. Oh, right. Wie wäre es, wenn wir das Gericht ein wenig verfeinern? Soll ich es würziger machen dieses Mal? High-Heel-Kämpferinnen sind modern. Bin mir da nicht so sicher. Stell dir vor, du kämpfst mit High Heels im Wald und dann knickst du um, wenn die Eiche die Birke knallt und dann ist vorbei. Mit normalen Stiefeln wäre das nicht passiert. Ich glaube, ich mache es mal ein bisschen würziger dieses Mal. Ich will aber Fabienne nicht enttäuschen. Schwierig. Oh, that's right. Yeah. Tabasco rein. Da es ohnehin nur in unseren Mägen landet, sollten wir am besten alles geben. Oh, das geht so in die Hose, ich sehe schon. Mir kommen schon vom Geruch die Tränen. Kinda weird. Am Ende musste Fabian das Gericht noch einmal kochen. Au! Ah, sogar Zora sagt, ich soll mich ans Rezept halten. Ah. Ich bin dir dankbar, aber ich fühle mich auch schuldig, dass ich ihr mehr Arbeit gemacht habe. Du bist schuld, kleine Fee. Unsere Hilfe war nicht sonderlich brauchbar, aber ich habe das Gefühl, ein wenig an Toleranz gewonnen zu haben. Weil ich auf die blöde Fee höre, weißt du? Koch was Gescheites, du Depp. Ich habe auf die Fee gehört, das war der Fehler. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. The announcement is soon. Oh, morgen ist schon die große Ankündigung. Interesting. Was will er überhaupt verkünden? Ich frage mich, ob er uns dafür danken will, dass wir bei der Sache mit der großen Kathedrale geholfen haben. Das glaube ich nicht. No. Achso, ich sollte mal zu diesem Militärding. Say there. Was? Wer ich? What is it? Was meinst du damit, Zora? Oh, I am grateful.
do want. Wenn ja, habe ich gespielt. Was? My wits have left me. Ich habe gerade den Faden verloren. Ich weiß nicht, was du meinst. What am I gonna do? Eh? All right then. I love it. Now, how did I wind Komisches Kaffee. Close your eye. Und das war meine Frage gegen ich meine Zager. Ach, da oben. Kennst du Grandia 2? Das habe ich gar nicht gesehen. Sorry. Blasphemy. Ich kenne Grandia 2, ich habe es aber nicht gespielt selber. Ich habe Grandia 1 auch nicht gespielt. All right then. Where to? Whatever should I do? Das kommt jetzt wahrscheinlich als sehr große Enttäuschung, aber man kann nicht alles spielen. No. Right. Dieses Kopfgeld ist keine schlechte Idee. Außerdem habe ich kurz geschaut. Es ist keiner von den Soldaten hier zu sein. Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Ich habe Grandia nicht gespielt. Ich habe Breath of Fire gespielt. Aha. Ah, der Primus ist wegen der großen Kathedrale, herrscht Chaos. Nein, probieren wir es nochmal. Der Primus ist weg. In der großen Kathedrale herrscht Chaos. Die Arbeit häuft sich. Was? Sind Sie wegen des Kopfgeldes hier? Oh, sicher. Sehen Sie sich um. Im Rekrutierungszentrum kannst du Aufträge annehmen, die sich um Kopfgelder drehen. Diese Ziele sind sehr stark, dafür wirst du aber auch entsprechend bezahlt. Im Laufe der Zeit werden immer mehr Kopfgeldaufträge hinzugefügt, also schau häufiger mal vorbei. 10.000. Das ist nicht schlecht. Blutdurst Manchula, Schrecken des Ödlandes. Ich muss den Blutdurst Manchula töten, das Kopfgeldziel in der Tradia-Wüste südlich von Grand entscheiden. Soll ich das machen? Soll ich das Vieh klatschen und ausstopfen? 10.000 Riebe, wahnsinnig viel. That's what you want. Wüste südlich von Grand Thread. Obwohl er frei in der Wüste lebt, versteckt er sich zumeist in seinem Gefolge von Wildhunden. Töten sie genug Wildhunde, dann wird es sich schließlich zeigen, das Militär ist unterbesetzt. Also war das bisher schwer zu bewerkstelligen. Ich erledige das, kein Problem. Um in die Wüste zu gelangen, gingen sie durch das große Tor südlich der Hauptstadt. Oh, Monster sind nicht die einzige Gefahr. Sehr schön. Mit Pech geraten sie in einen Sandwurmschwarm. Counting on you. Let's do it. Das ist eine Rang 2 Quest, also kann sie nicht so schwer sein. Wahrscheinlich die schwerste Quest im Spiel. No. Also von Grandia habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt oder ob das gut ist oder nicht. Ich hatte Suikoden. What should I do? Das war gut. Blasphemy. I'm just... How did this happen? Well, I'll not loiter in the storm. Oh, fine. I love it. Mal gucken, What ob am I ich gonna das do? Vieh jetzt finden tue oder nicht. But come off it. Kann nicht so schwer sein. Hey, Da draußen wartet die Wüste auf uns. Ja, genau da will ich hin. Sollten wir uns nicht erstmal bei Informanten informieren? Nein, Ja. wir gehen so in die Wüste. Informationen beschaffen ist wie das Handbuch lesen von einem neuen Staubsauger. Das tut auch keiner.
Gehen da einfach blind rein und dann gehen wir blind wieder raus. Let's go. Kann ja nicht so gefährlich sein, oder? Monster Level 100. Bam! Die Monster scheinen auf dem Vormarsch zu sein, selbst in solcher Nähe zur Hauptstadt. Du musst nur einen Schritt nach draußen wagen und stehst praktisch in der Wildnis. Yes. Oh shit, da ist er. Ist es Monster? Ausgerechnet jetzt? Ob es unseretwegen näher gekommen ist? So apparently. Möglich. Well then. Yes. Warum habe ich so das Gefühl, dass das gleich ganz schief und ganz steil in die Hose geht? Ich bin gespannt. Warum habe ich so viele... Ach, das sind die Rudel. Die erschlage ich mit meiner Nudel. Hahaha. We've been spotted. Nein, das sind Sandwürmer. Lauf um dein Leben. Das ist ein Shiny. That should come in Goldkäfer. handy. Pocket it. Komm, Mietz. Okay, das ist nämlich schwer. 7 seconds till the end. Erschreckt mich nicht so. 7 seconds to the end. Hey, good one. Guck, erschreckt mich schon wieder. Auf einmal habe ich Sephiroth im Ohr. Normalerweise ist es jetzt wieder so die Zeit November, Dezember, wo ich eigentlich Final Fantasy VII Classic wieder spielen müsste, ne? So jährlich. Very impressive. Es wäre eigentlich wieder Zeit. Minimum einmal im Jahr. Weil es einfach so gut ist. Lauf um dein Leben, mein Sohn. Oh, da ist eine Truhe. Chippy Chappy. We found something. Amazing. Amethyst. Du könntest ihn verkaufen, diesen Mist. Look. Ich spüre etwas Gewaltiges, das sich auf uns zubewegt. Offenbar ist es wütend, weil wir seinen Rudel erledigt haben. Was könnte das sein? Ist es mein Gewissen? Nein, ist es nicht. All right. Ist es ein Löwe? Ist es ein Skorpion? Wir werden es nie erfahren. Verdammt, der ist ja riesig. Kein Wunder, dass die Leute in der Stadt nirgends hin können. Bei dem Ding und den Würmern in der Gegend. Mit Bestien kann man in der Wüste rechnen. Aber dass so etwas hier auftauchen würde, Die tun alles überrascht. Stay present and focused. Er kann nicht schwieriger sein als dieser Mensch-Boss von gestern, das glaube ich. Get ready. Es kommt. Es kommt. Mach dich bereit. Gefahr. Yeesh, they're pretty tough. Better be careful. Stufe 22. Das könnte ein Problem sein. Come forth, Royal Soul. Gegen was könntest du jetzt schwach sein? Das war's Nothing nicht. ties a traveler. Seeker, Wind vielleicht? power of wind. By the come! Kam. Oh, mystic fire! So unfazed! Oh, immun gegen Feuer. Strength is fading. Autsch. They got you with multiple ailments. Ist der wieder schwach gegen Eis oder sowas, was ich nicht habe? Flare. Hulkenberg, Nothing your tied. attack power is strong. Aber er hält nicht wirklich viel aus, so wie es Cut you aussieht. down. Observe. Night! Strike me if you dare! Zieh mal die Aufmerksamkeit auf dich.
Only a flesh wound. Ja, macht schon gut Schaden, ne? Got a bunch of ailments slowing you down, Captain. With healing power. Trust needed. Hulkenberg, No your attack holding power back. dropped. Let's get on with it. Kann ich alle buffen? Go! This should help. I knew you'd help. Thank you. Au! That's not good. My strength. Der Kriegsschrei ist nicht so geil, der macht mich schwach. They got you with multiple ailments. Let justice prevail. Behold, we stand together. The power of he come forth, royal soul. Power of Healing. We can do this. I'm obliged. Ich brauche unbedingt einen Magier im Team, es geht mir so auf den Seeker. Strich. Hack and slash. Ich habe nie eine Schwäche dabei oder so. Is that all? Oh, das war fies. This is nothing. Das ist viel Damage. Oh, power of heroes. Let's do this. A mystic shield. Das sieht cool aus. I owe you. Stroll, I'm they healer. got you with multiple ailments. With healing power. Trust Wir needed. brauchen ganz dringend Heilung, ja. Ah, shit, vergiftet. Captain's hurt bad. Und gleich tot. Let's get him some healing. I'm sorry. Und tot. Down? Sehr schön. Someone, help him back up. Ah. Hey, hey, wake up. Hey, hey, hey. Right here. Kriegst du harte Nippel, ja. I stand with blade in hand. Not now. Join with me. Right there. Ich sehe ein Problem. Done. Nice one, Captain. I won't hold back. We can do this. Thank you. I owe you. I can't. Seeker! I'll cut you down. Observe the enemy. Huh. Take this. Dreimal auf den gleichen ist sehr gemein, da gebe ich dir recht. Stroll, they got you with multiple ailments. Come forth, royal soul. Seeker! Hack and slash. Hulkenberg, sworn you've oath got of several knighthood. ailments slowing you down. Wenn ich halt Not wenigstens now. Allies, together. mehr Möglichkeiten im Kampf hätte, aber die habe ich nicht, weißt du? I stand waiting. Ja, greif normal an, komm. Hulkenberg's Still badly so wounded. easily. Someone heal her. I won't hold back. Was? Heilung auch noch. Jetzt aber. Healing power. Trust needed. You've got a No. bunch of ailments slowing you down, Captain. By the sworn oath of... Right there. Die ganze Debufferei ist halt tödlich, ne? Is that all? Was macht er denn? You need training. Dodge, Hulkenberg. Wow, das war knapp. Was ist denn EX-Nadelangriff? Nee, ich will es gar nicht wissen. Mit Schmerz We verbunden can do wahrscheinlich. this. I'm obliged. I can't afford to hold. Seeker! Können wir das Vieh jetzt endlich töten? Das wäre echt nett. Is everyone all right? Habe ich irgendwas zum Werfen? So Sand in die Augen oder irgendwie sowas? Krankheit zuzufügen. This should help. Hat nicht funktioniert anscheinend. Au. Au. What can I do? Badly wounded. Can anyone Das heal ist einfach nur ein stärkerer Nadelangriff. We're not out of this yet. Thank you. My thanks. I shall. Are you prepared? Ich hab's ja gestern schon gesagt, ne? Also wenn es südwärts geht, dann geht's richtig südwärts. Schwerer Lichtschaden. Not the right move. Seeker! Not done I yet. stand ready. Huh. Take this.
They yet cling to life. Wieder ein Debuff. You've got a bunch of ailments Let's slowing go. you down, Captain. We can do this. I owe you. I can't afford to. After me. Strike true. Be ready for anything. That helps. What's needed? Is that all? Hit hard. Also über 100 Damage ist schlecht. Sehr schlecht. Hulkenberg's in bad shape. Wir sind alle in schlechter Verfassung. Night. No. Right there. Worthy foe after all. I won't hold back. We're not out of this yet. Thank you. Helpful as ever. Wie ich es halt einfach nicht mehr hochgeheilt bekomme. Hack and slash. Tougher than I thought. What's happened? Wer halt in jeder Runde seinen Debuff macht, ne? In jeder Runde macht er seinen Debuff. Und Strohl ist tot. Someone get him back on his feet. Ah, Strolli Boy. There. Muss das denn sein? You've got a Live bunch to of see another ailments day. slowing you down, Captain. Power. What's needed? I owe you. Hulkenberg's badly So wounded. easily. Someone heal her. Poisoned? Da meint man hätte gerade alle Charaktere voll geheilt, ne? Not now. Pustekuchen. This calls for one of these. You've got a bunch of ailments slowing you Take down, this. Captain. They yet cling to life. Lend me your strength. Ah, der ist hart, der ist hart. We're not out of this yet. I'm obliged. Helpful as ever. Macht halt einfach so viel Damage. What can I do? Badly wounded. Anyone heal him. Und dann geht er zweimal auf denselben, weißt du? Get him back on his feet. Ich kann ihn nicht mehr wiederbeleben, Schnucki Bär. Can anyone get him back on his feet? Ich habe nichts mehr zum Wiederbeleben, Schnucki Bär. Ah, ich habe doch noch zwei This should Sachen. help. I live to see another day. Light. Still here? No good. Oh, you've done it. Badly wounded. Can anyone heal him? Hulkenberg's down. Jetzt geht's nie drauf. What the fuck? Was stimmt denn mit euch nicht? Someone help her get back in the Let's fight. try this. Was ist denn los mit euch Pfeifen? Can't take any more. Unbroken. Someone heal him. There. I owe you. My strength is fading. So heavy. Ah. Captain's hurt bad. Let's get him some healing. Oh, wie komme ich Migräne davon her? Let's go. Kann ich ihn töten? Come forth, royal soul. Theoretisch. Flare. It's still up. The captain's I on his see, last Kampf. leg. Someone get him healed up. Yes. Knochenhelm und eine rostige Waffe. Und Seitenstechen, so wie ich das sehe. That'll do. Der war 5 Level höher als wie ich. Nice. I feel stronger Und ich hatte already. nicht seine Schwäche I shall parat. strive to use this power wisely. Also wenn ich kein Draufgänger bin, weiß ich auch nicht. Schwanz des Randalierers. However, Dass niemand dieses Kopfgeld übernehmen wollte. Das Militär muss wirklich unter Personalmangel leiden. Even so. Ich meine, klar, ich freue mich über das Kopfgeld, aber der Zustand des Militärs, früher oder später muss sich gewaltig was ändern. yes. Das hätte ich besser nicht sagen können, aber zumindest sollte die Gefahr hier in der Gegend zunächst gebannt sein. Right. Auf jeden Fall. Das reicht aber auch erst einmal. Gehen wir zum Rekrutierungszentrum, Berichterstatter. Und jetzt kämpfe ich gegen was anderes und gehe Game Over, 100 Pro. In that case. Yeah. Ich brauche unbedingt einen 4. in meinem Team. Die maximale Partygröße ist 4 Mann. Hey. Okay then. Right?
Das habe ich auf Screenshots gesehen. Erstmal in die Taverne volllaufen lassen. Ich frage mich nur, was die essen. Soll das Suppe sein? Ist das Kartoffelbrei? Ich weiß es nicht. Now then. Drink or perish, coward. Ich habe gerade getrunken, dankeschön. Bevor ich zu Staub zerfalle. So ich möchte gern mein Kopfgeld einstreichen, wenn es geht. Right then. Today's Forden's big announcement. Wonder what he's planning. Drink or perish, I guess coward. the church has to have some reaction to all that stuff the king said. Whatever it is, Luis won't be able to just ignore it. This might be a day that goes down in history. Wäre das normalerweise nicht brutalst nervig, wenn du da so eine fliegende Fee da am Rande von deinem Sichtfeld die ganze Zeit hast? Ich glaube, das würde mir auf den Keks gehen. Oh, mehr Plot. Aufwachen, Leute, Cutscene. Ladies and gents, lend me your ears. Das ist eine ganz schlechte Ausrede. Nein, das passt schon so. Ist alles gut. Sanctifex Forden has spoken. The giant face in the sky, the massive rocks appearing throughout the land, and the mysterious voice claiming to be the past king. The Sanctus Church has officially recognized these happenings as the will of His Royal Majesty. So it really is His Majesty! And so, as His Majesty has decreed, whoever has gained the greatest trust of the people by the day of decision shall be our new king. This is a historic moment, good citizens. It's revolutionary. It's unprecedented. No matter who you are, you can take the throne. Ich wäre ein guter König. Anyone? Even me? If, and this is a big if, you are the person that all our people trust most in their hearts. Maybe you could be king yourself, eh? You're popular enough. Me? In charge? Well, that's the last thing this country needs. Right, let's review what we know, shall we? First, the new faces that have appeared on the rock. It shows us who's foremost in the running. We've worked out that much. The top 3 of the lot are also shown in the sky. Suppose that way you can see their inspiring faces anytime, anywhere. Hold on. How's us common folk supposed to stand a chance against all these upper crusters? Das erinnert mich an Zelda Majora's Mask mit dem Mond am Himmel, ne? Say you do become popular. Das war auch so ein Your face Grinsegesicht. clear for all to see. Surely that'd make you a prime target for assassination. Not quite, friend. Not quite. A valid concern, but one His Majesty prepared for. Popular aspirants, at least those who make it onto the rock, are protected by royal magic. Assassinations off the table. Magic chains will spring to life and bind anyone who tries. I saw it happen with my own eyes to Count Luis's sorry assailant. So, literally anyone could be king? Even a pauper? Or a slave? Or a criminal? Ich glaube, dass das eine ganz schlechte Idee ist, wenn wirklich jeder König werden kann. Ich weiß es nicht, ob die dicke Birgit da von 3 Häuser weiter der Königin sein sollte oder nicht. Die den ganzen Tag nur Gummibärchen mampft und sonst nichts tut den ganzen Tag. Bin mir nicht sicher, aber... But hold on, you mean to say we might not be ruled by Clamar? What does that mean for us?
Right, I've said my piece. You know all I know. Now go forth, ladies and gents, and spread the word. Whether you're from our fair capital or the middle of nowhere, the crown's within your grasp. Anyone in the land could be our next king. Ich brauche auch so ein Cape wie er. Ich glaube, dass das ganz stylisch ist. I heard the announcement. The church has chosen to recognize this face's words as crown sent and shall abide by them. They conceded that one quickly. Though I suppose it's a hard thing to deny, what with the royal palace hanging up there in the clouds. Had they rushed a coronation for His Eminence Forden, it would have dashed any hope of reinstating His Highness. A small comfort. I can tell from your face there's some bad news too. Do you recall those chains that froze Alsace in place? It seems that too was part of His Majesty's magic. Plainly, any candidates of sufficient favor cannot be deposed by force. Das ist nicht gut, weil das war unser Plan eigentlich, ne? Shit, wir brauchen Plan B. Ist das schlimm? Natürlich ist das schlimm. That's not good. No, 'tis not indeed. This marks Luis as nigh untouchable. I will still seek to find him. Yet, even should we stand before the man himself, we could not kill him. No! If we can't kill him, then how do we break the curse? What the hell was the king thinking? Grius was trying to save his son. He died for it. Even so, without this magic, no aspirant would be safe from assassination, leaving Luis to dominate through sheer martial strength. We appear to be at an impasse. Klopf, klopf, wer ist der? Everyone, have you seen Maria? Moment, hat die Katzenfrau keine Schuhe an? Ernsthaft? Did something happen? I checked her room and she isn't there. Die ist barfuß. Also, in Strumpfhose halt. Jetzt würde ich aber auch gerne wissen, was der Sandwurm kann. She wouldn't just leave without telling anyone. I couldn't deal with losing both of them. Das kommt davon, wenn du deine Kinder nicht irgendwo festbindest, dann laufen sie einfach davon. I'll go look for her. You will? Thank you. When I think of what might happen to her. If she left her room on her own, she must have had some reason. Let's go search for her. If we head into town, we might find some clues. Where? Wisst ihr, ich war in der Kathedrale, hab gegen Untoten gekämpft, hab gegen böse Ritter gekämpft, hab diesen komischen Spinner auf dem Dach getötet, hab diesen mutierten Mensch getötet, war in der Wüste, hab den Löwenskorpion getötet, alles war cool. Und jetzt muss ich ein Kind suchen. You're kidding. Maria finden. Wenn ich ein Kind wäre, wo wäre ich dann? Wie Platz gibt's ja hier wahrscheinlich nirgendwo, oder? Das ist natürlich jetzt... Wo könnte die sein? Komm, Maria. Put, 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 put. I don't care who gets it, so... Die kann nicht so weit gekommen sein. Die muss hier irgendwo sein. Habe ich einen Marker oder so? Ne. Da wird laut gelacht. What in tarnation's going on? Sanctifex Forden. I certainly can see it being Louise. Wo könnte sie nur sein? Vor der Kathedrale vielleicht? What in tarnation's going on? Kind, wo bist du? Versteckt im Bierfass. Ja, wenn es so ist, du dann...
Suche ich die nächsten 2 Jahre noch nach dem Kind. But all right, then. Why? So foolish it arouses great. Ein Hinweis wäre sehr nett, wo sie sein könnte. Maria, sei bitte vorsichtig. Tournament? Mein kleines Elflein sagt mir auch nichts. King? Who'll take the crown now? Hello there. Kennen Sie das kleine Halbblutmädchen? Meint ihr vielleicht das Mädchen, was ich suche? Ein Kind wie sie sollte nicht alleine hier herumlaufen. Kein Wunder, wenn da was passiert. Sie ist gerade reingegangen. Wie? Wo reingegangen? Sie haben sie durchgelassen, oder? So wie ihre Augen aussahen, würde ich nicht derjenige sein, der sie gerade aufhält. Sie kommt seit einer Weile schon hierher, um zu beten, egal wie sehr die Leute sie dabei immer anstarren. Okay. Warum lässt du ein Kind in eine zerstörte Kathedrale, die droht zusammenzubrechen? Why? Die Leute haben keine Ahnung von Sicherheit. What the fuck? Alle machen sich... Ich rede jetzt noch ein schlechtes Gewissen ein. Everyone was worried about you. Sorry. Das gibt Hausarrest, Papa junge hasn't come Dame. home. And I always come here whenever I'm feeling lonely. One time he came here to get me. I remember because he called my name. But I pray, and he still doesn't come back. Maybe because the cathedral is broken? Die Kathedrale ist nicht kaputt, aber dein Papa ist kaputt. Maria. Und wir haben leider keine Ersatzteile. Miss Fabienne says Papa can't come home anymore. But I know Papa's gone away. He's gone somewhere I'll never see him again. Hasn't he? Dein Papa lebt jetzt auf einer Farm. Weit, weit weg von der Hauptstadt. Das ist das Beste, was mir gerade einfällt. It's going to be so lonely. The loneliest it's ever been. But I have to be strong, don't I? But if it gets any lonelier, I don't know if I can do it. Oh, Chat, wir haben weinende Kinder. I'm sorry. I promised we'd all come back together. Why does everyone always leave? Mum was sick. The king and prince are gone. And now Papa? Why does everyone always leave? Is it my fault? I really did my best to be a good girl, but... Weißt du, es ist ein Rollenspiel. Warum kannst du jetzt nicht sagen, ja, es ist total deine Schuld? Boah, das wäre gemein, hä. Das wäre der böse Weg, aber es sollte eine Option sein. Wobei, wenn du nichts sagst, ist es eigentlich, kommt sich auf dasselbe drauf raus, ne? Wir sind schuld. Ich nehme es auf meine Kappe. It's our fault. What? How? You? Listen to me, all right? Your father, he was fighting a very bad man. We were with him, but we couldn't protect him. I'm sorry. I remember Papa saying something like that. He said, a really bad man might be our king. Is that part of it? It's going to be all right. Don't worry. Here I come, baby! Here I come, baby! Don Corneo ist so cool. Kuckuck, nicht weinen. Es wird alles wieder gut.
I hope the next king is as nice as you. Then maybe things won't always be so sad. In meiner idealen Welt können alle an ihre Zukunft glauben. Ihre Abstammung spielt keine Rolle. Das hat der Prinz mal gesagt. I think I understand the king's intentions now. Maybe this is the sort of tragedy he was trying to end. Zora mit dem Katzenzug. Damit was Positives reinkommt im Chat. Ah, so geil. Maybe he wanted a world where the crown goes to one who acts like a king ought to. Mit der Macht der Freundschaft werden wir das schaffen. Blood to do it. You may be right. But much as we wish it, this is not a fight that might be ended through words alone. Even so, we have to try. Auch wenn meine Charaktere rein modisch gesehen total durchgefallen sind, haben wir das Herz aber trotzdem am rechten Fleck, ne? Maria, you're safe. Oh, you had me worried sick. I'm sorry for leaving on my own. No, it's all right. Mit den ganzen verschiedenen Tierrassen in dem Spiel komme ich mir vor wie im Zoo, hä? Miss Fabienne, I'm hungry. Maria. Yes, that's right. Let's all sit down for some supper together. Thank you for finding her. It looks like she's worked things out. Ich weiß, es ist jetzt der falsche Moment, aber ich möchte jetzt eigentlich meine Belohnung für den Löwenkiller haben. She's a strong girl. But we've more troubles ahead. How now do we resolve this curse upon His Highness? If Luis is the curse's caster, we've got to kill him to dispel it. So how do we do that if he's shielded by the king himself? I wish I could report back, but the prince is still asleep, and we're losing time. I don't think going back to the village is an option. We cannot lose faith yet. There must be some further course we can pursue. Well, there's the church's announcement. I expect they're trying to stop a wave of rival candidates from flooding the standings. I doubt the church would accept this popularity contest if they didn't already have a plan to game it. True enough. I can only wonder at their aims. For today, we should content ourselves with rest and recovery. Verstört, dass mein Charakter mit dem komischen Buch, der die ganze Zeit schläft. Sorry, did I wake you? Laying here, I always end up caught in my own thoughts. Grius and Maria. Warum schlaft ihr in unbequemen Hosen? Ich verstehe das nicht. Just thinking in circles again. Not good, is it? Lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Let's think about it together. Keeping me company, are you? You really are a strange one. My kind of strange, if I'm honest. That book, is that the novel you're always carrying around? Feels like months ago now that I spotted you buried in it on the carriage ride to the fort. Wanna read it? If you don't mind, since we've finally some room to breathe. Oh, interesting. It's written through the lens of a fictional land. This bit's about the Utopia's security. Bin mir ziemlich sicher, dass dieses Buch noch irgendwie eine brutal wichtige Rolle spielt später. Sonst würde das nicht so oft vorkommen. In this world, there is no blood-stained contest for sovereignty. The people choose their sovereign from among themselves.
One cannot put a sovereign to the sword to seize power. Such an act would be met with scorn and judged as murder. Taking power or wealth by force is seen as the most shameful of transgressions. Couldn't be further from reality, could it? And this idea of competing for public support. Here it sounds so commonplace, but the idea's thrown us all into chaos. Interesting. Perhaps I'm overthinking, but it sounds almost like the aim of the king's magic. You suppose there's some common inspiration? Still, I don't imagine this would turn out well in the real world. In public opinion, tribal perspective always divides us. Besides, does a decision made by the people guarantee it's right? Tribal squabbles aren't always political. Take us Clamars, for example. It can be hard for us to see outside the bubble of our own worldview. We're the majority, and the tribe of the royal bloodline besides. That a problem with no easy solution, I fear. Lofty words. I can hardly come to terms with my own ideals. Still, the discussions helped clear my head a little. Thank you. I've been so fixated on killing Luis, but maybe we could look into whether that's really the only way to lift the curse. Sleep should come easier now. I think I'll give it another chance. Wait, how long have you been asleep? Ja, wenn der so viel redet, dann schlafe ich ein. Das ist doch ganz logisch. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ladies and gents, have you heard the news? The curtain's about to rise on the show of a lifetime. To choose our new ruler, we're going to give all of you a chance to take center stage in a show of power for the whole kingdom. And we call it the Tournament for the Throne! Our aspirants will set out on a grand tour of the 3 allied nations' capitals, taking part in a variety of exciting trials. First, we have the Exhibition of the Brave. Slay a monster plaguing our fair people and bring its head to Oceania's capital in time. Biggest find takes the win. Official word is, this event's open to all. So what do you think, ladies and gents? Are you in it to watch, or in it to win? Stroll? Why call us so early in the morning? What is that journal? I had Fabienne bring it up. Something occurred to me, so I asked her to go through Grius' personal effects. Hey, looks like he was investigating the curse too. There's a note here. Given the spell's complexity, it must have required a scribed formula. You mean to suggest Luis possesses a written composition of the curse somewhere? Schriftlichen Entwurf des Fluches. Yes! I'd wager, even if we can't kill Luis, we might still have a shot at breaking the curse. But that attack took place years ago, didn't it? This curse's formula could be lost for good. We have little choice but to hope it's not. I'm not saying it would be easy, and the real trick will be finding it. You wouldn't leave it unprotected. Aber nachdem er der Bösewicht ist, denke ich mal, dass er diese Aufzeichnung noch irgendwo rumliegen hat, wie alle Bösewichte. That reminds me. A crier for the church was handing these out. A flyer for the Tournament for the Throne. This popularity contest is state-sponsored now. An interesting gamble for those politicians. I like the bit about all this being in the interest of fairness, those weasels. But saying it's being organized by the state. The throne's empty. This smells like the theocracy at work. Probably Forden himself. You think Forden's looking to fix the competition in his favor? Vielleicht kann ich jetzt nach der He's been in Cutscene first auch wieder place this zurück in whole die time. Mine, wo der Drache ist. Das wäre natürlich praktisch, ne? In the interest of fairness, remember?
If he wins a fair race, he gets legitimized, and Luis gets put on the back foot. That bodes ill. Those with existing support could easily solidify their claim. Even should His Highness wake, he may lose the throne. If we don't hurry and find a way to get close to Luis, we're sunk. What are we supposed to do? Wir brauchen einen Plan. Dann können wir zur Tat schreiten. Als Elder bin ich in dieser Stadt ein Aussätziger. Das könnte uns hier von Vorteil sein. Wir nehmen am Turnier teil, oder? Wir holen uns die Aufmerksamkeit des Volkes. Dann kann ich vielleicht König werden. Nee, der Drache ist bestimmt Level 15 oder sowas. Couldn't we get the people's attention somehow? Der Drache ist über Level 50 in seiner über Ü50 Höhle. Nach der Party. If we make ourselves too obvious, we're likely to have an even harder time getting close to Luis. Okay, dann nehmen wir am Turnier teil. Let's enter this tournament for the throne. Huh? Hey, were you even listening to us? Besides, the prince isn't exactly in a position to take part in... Wait. It sounds crazy, but I think he might be onto something there. This could be just the excuse we need to get close to Luis. He doesn't care about your tribe so long as you prove capable, yes? That's what Zorba was saying. Which means, even though the world looks down on you as an elder, having the power to kill humans puts you in his good graces. You're going to make him a candidate for the throne? If all we need to do is get Luis's attention, then that's sure to get the job done. If we're lucky, he might even try to recruit us. I see. An undercover operation, is it? Quite a gambit. But it may well be our best chance at finding this formula. Just hold on a second. Getting Luis's attention is all well and good. But remember who's actually risking their life here. Ich meine, seien wir ehrlich, König Zakon hört sich aber nicht schlecht an, ne? Eine Infiltration wäre sehr gefährlich. Wenn ich auffliege, bin ich so gut wie tot. What do you think? Having heard all this, do you want to enter the running? Of course I do. No hesitation at all. Right. Die Worte des Prinzen, als wir jünger waren, erschienen vor meinem inneren Auge. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. No matter who someone is, they deserve a fair country. If it's to help achieve that, I will stand for the prince as a candidate for the throne. Da gibt's eine Rebellion. So much for being a guide. Now you're the one leading me around. Ich mach das wie früher. Brot und Spiele für die Massen. Passt schon. Your resolve has marked you a fine fit for the role. I have trusted you with my life before, and would gladly do so again. Good heavens. Jetzt hat sie immer noch keine Schuhe an. Listen to me. I don't want you going down the same path he did. Are you really this set on running off again? Das macht mich nervös. Yes. I've got a job to do. Oh, familiar words. I'll be cheering for you in this mess of a competition. Truth be told, I wish I could do more than feed and shelter you. What's the competition? It's a big, grand race to see who will be the next king. The whole country will be watching. So you're going to try and become king? Wow! Then I'll cheer for you as loud as I can. You have your first advocate, it seems. Suppose you'll have to actually try for the throne now, eh? Your Majesty. That was the plan from the start. That's the spirit. Well, if we want Luis to notice you, we'll have to make quite a stir among the people. Maybe reaching for the throne will do it. Does that mean you're not coming back?
No, we'll be back. Although we might be a while. I don't like when it gets lonely. Maria. But I'll be cheering for you. I hope you win the race. You'd be a good king. Siehst du, sie hat Vertrauen in mich. Thank you for your support. Yeah. Now, we'd best get registration out of the way, but we'll need some legs for the journey. It's mostly lawless wastes between cities. Judging by this specified deadline, we're unlikely to reach the Principality of Oceana's capital in time on foot. I bet all these fancy nobles have their own gauntlet runners to ride in. A carriage might save our chances, if we could find one. Perhaps we split up for now. I'll leave you two to the registration. They should be taking entrance at the recruitment center. Da muss ich sowieso hin, das passt wunderbar. Und ich muss mir Proviant kaufen, unbedingt. This should be the place, right? Oh, das ging aber fix. Excuse us, we're looking to join the tournament for the throne. Hey? Bit young, ain't ya? And who's the kid? He with you? Ich bin der Teilnehmer. I'm the one entering. You? Really? I've not heard of any age restrictions. There a problem? Well, I'd not have thought it, but you're an elder, ain't ya? And you want to be king. Well, the novelty of it might win you some looks. Could you just do your job, please? Can he register or not? Ah, an elder. Now that I think of it, weren't you in that pack of recruits that went off to the northern fort? Thought I heard they were all wiped out. What? We got a deserter turning up. Oh, jetzt sind wir aufgeflogen auch noch. No, they said he'd just dragged the company down, so they left him at the capital. He, got on the captain's bad side. Could swear I've seen you before, too. Well, hardly matters with no captain to verify it with. Go on, then. You can represent the lesser tribes so nobody complains. Whew. That was a close one. And, obviously, you're gonna need a carriage. Otherwise, the whole thing's off for you. You're obligated to attend the opening ceremony tomorrow. It'll be at the plaza at the Grand Cathedral. Don't be late. We'll have to hope Hulkenberg can find us a carriage. As for us, I expect we should see about finding a monster to slay. If it's not impressive enough, Luis won't look twice at you. Some postings over there. They should be offering bounties on monsters the guard can't handle. Let's take a look. Das ist so lustig, das habe ich gerade gemacht mit den Kopfgeldern und sowas, ne? Und jetzt kommt es in der Story vor. Looks like everyone else had the same idea. One of these bounties is bound to make me stand out. But which? Bigger is probably better. Hang on. There's nothing but small-time contracts here. You lot here for this tournament, then? Bit slow, I'm afraid. Most of my worthiest monster bills have already been snapped up by other competitors. How about requests on anything aside from monsters? Bounties include criminals too, right? I suppose I've got one of those, yeah. Let's see. Ugh, he's horrible. Heisme, a villainous kidnapper. Looks like the army's been trying to catch him for a while now. This might just be perfect. Wow, was ist denn das für eine Drag Queen, hä? That man's an elite. An ex-royal knight, they say. He'd make short work of a scrawny little urchin, you can be sure of that. Jesus Christ. Pimp Daddy 11 oder was? Sogar sein Hund hat eine Goldkette. Besides, didn't you hear what it is they're actually looking for? Oh, of course. It's about whoever can bring in the biggest monster head, right?
If you imbeciles can't even get that straight, you've no chance at winning. They want kingly types, not children play acting. Stuck up little... Is that the kind of competition we can expect? He was right about the rules, though. What are you thinking? Don't worry, I know what I'm doing. We're supposed to get a monster's head. So why are you going for a criminal? Any idea what he's up to? Vielleicht ist sein Kopf groß. Maybe it's because we don't actually have to win? Sharp as always, Captain. Don't worry, I'll explain everything later. As long as you can convince Hulkenberg, I guess. Ho there! Are you really taking the bounty on Heisme? You three must be heaven sent. Please, would you listen to our plight? Your pardon, gentlemen. I'm Barden, a guard captain from Atira, a town to the south. The bounty on Heisme is up at my behest. A guard captain? This fellow's made some powerful enemies. We can't afford lenience. On top of his past crimes, Heisme has stooped to abducting our wee ones. Our children. Selling them off, some say. If our city becomes known for nightly disappearances, what sane resident would stay? Community and trade will dwindle and die. But he's just a lone kidnapper, right? Even if he's some infamous criminal, why can't the guard handle it? That's the trouble. He makes his hideout somewhere too dangerous for our soldiers to tread. Deep in the territory of vicious giant worms. Oh, jetzt bekommst du seinen Wunsch mit den Sandwürmern anscheinend. We've no idea how he manages to operate out there without getting devoured himself. I see. Tricky problem indeed. I'd no choice but to swallow my pride and post a bounty. Yet no matter how many times I renew the bill, none have taken it. A pitiful sight, isn't it? A soldier who can't protect his home, whether by strength or by surrender. Laugh if you must. There's nothing pitiful about it. You only cast away your honor in the name of protection. Nothing pitiful in that. Swallow your pride no more, man. We'll take your contract. Thanks to you. That you'd accept such a perilous request, even with this tournament looming over everything. Closure. Thank you all, and thank God for bringing you to me. In that case, we shall meet in Martira, the old castle town. Please, make haste. Well, no backing out of this now. You sure this is what we want? Way I see it, if we want to make a big impact this late, it's going to take some creativity. Besides, this is apparently a knight-turned-kidnapper. The man can't be allowed to go on. What would His Royal Highness do in our place? I guess that's fair. I'll convince Hulkenberg. Somehow. You go on and accept the contract. Ich möchte eigentlich meine Belohnung für den anderen Auftrag. Oi, oi. Wer ist denn das schon wieder? Unglaublich, ein Neuling ohne nennenswerte Geschichte oder Erfahrung als König? Mit dem Gedanken wird man über. Der ideale Anführer dieses Landes ist ein würdiger Mann in hohem Alter mit langjähriger Erfahrung. Und doch wagen aufstrebende Jugendliche wie sie und Luises... ist ja auch egal. Sie werden nicht viel länger kämpfen können. Wehren sie sich so viel sie wollen. Zu ihrer Beerdigung wäre ich bereit, eine Grabrede zu halten. Er ist wohl auch ein Kandidat.
Ich will die Belohnung einstreichen. Really now? What to do? What to do? Really now? Geht das nicht, weil ich da jetzt in der Quest drin bin, oder wie? Look at that. What to do? What to do? Ich würde den gern annehmen, den Auftrag. Hey! Machen Sie sich auf nach Matira. Wahrscheinlich bekommen Sie dort mehr Informationen. Let's focus. Keine Frist, das ist schon mal gut. 100.000. No registration issues, I trust? No, indeed. And we found ourselves a perfect target. Fine work. Stroll? See? She's convinced. Nothing to worry about. Sie ist zufrieden und überzeugt, nachdem wir ja 80% der ganzen Sache verheimlichen, ne? Don't worry about it. I'll prepare a map of the surrounding areas as well. But never mind that. Have you found us a kingly carriage? Well, I have made some arrangements. How best to put it? The vessel itself is without peer. Supposedly, it will come to us on the day of the opening ceremony. Sie hat die billigste und kaputteste Kutsche bekommen, die es gibt, 100 Pro. You don't sound too sure about that. Oh, no, I'm certain. All I mean to say is, well, you shall soon see for yourself. Well, under the circumstances, I'll take what we can get. And setting that up in a day. Not so bad having a knight on our side. You needn't speak so. In truth, I've just resigned from the Knight's Order. Though 'tis only my bond of service I relinquish, not my title. We will shortly be seeking Luis's esteem. Ein Esel Come mit to light Brett, that I'm a genau. knight in active service. It may jeopardize our efforts. Still, you didn't hesitate to leave. I can tell you're serious about this. It was not an abrupt parting. I've come to doubt the Order since returning to find them serving the Santifex and not the Royals. Those who refused the Church's rule were cast out for their defiance. I only hope those fallen knights found useful employ elsewhere. Sounds like you've been through a lot too. Well, in any case, we can focus on our bounty contract now. Let's make sure we get some proper rest tonight. Let's rest. Kann ich da jetzt nochmal zurück? Ah, ich muss mich ausruhen. Shit. Now then. Don't push yourself too. Ich kann jetzt überhaupt nichts machen, außer ins Bett gehen, so wie es aussieht. Das erinnert mich schon wieder an Suikoden, wo mich alle ins Bett geschickt haben. What? Gutenbergszimmer. Good night. Can I come in? Warum wecken mich die Leute immer mitten in der Nacht auf? Los, 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 ab ins Bett, Sandmännchen ist schon vorbei. You can't sleep? No, that's not it. You're all leaving tomorrow, right? I'll be cheering for you. I just... Oh, potenziell weinendes Mädchen in 3, 2, 1.
Oh no. I promised Miss Fabian I wouldn't cry. Oh, it's all right. You don't have to worry. Papa was trying to stop a bad man, you said. And that's what you're all doing too, isn't it? Please come back home safe. I'll be waiting here as long as it takes. It's a promise. All right. Promise? The next time I see you again. Can you tell me more about the outside world? Da draußen sind Sandwürmer, die dich bei lebendigem Leid fressen. Löwen, Skorpione. Die Außenwelt ist nicht so nett. This one's important. Aus erster Hand. Ich muss eine Geschichte von meinen Reisen finden und Maria erzählen, die auf meine Rückkehr wartet. Antitoxischer Hasenbraten. Ja, wie der hier. I never got a chance to say this to Papa. So, thank you. I'll go to bed now. Captain, may I have a moment? Jetzt kommen sie alle in mein Zimmer. Hulkenberg. Hallöchen. Good night. Oh, oh, oh. Nicht mehr ganz so viel I was hoping for angezogen. a chance to speak before we set out. Ich wollte mit dir reden, bevor wir aufbrechen. Ich bin ganz Ohr. Since our meeting, I've done nothing but impose on you. Now you risk your very life for this cause. 'Tis no easy burden. It pains me to see. When I think of how this may yet save His Highness, I lose sight of all else. Such disregard ill becomes me. Don't worry about it. 'Tis kind of you to say. But that book... Sie wollen alle nur mein Buch. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die interessieren sich gar nicht für mich. Die wollen alle nur mein Buch. We met once before, on a carriage bound for the capital. Do you recall? Zeig mir deine Seiten, Baby. Now that you mention it, I do. My apologies. I thought only to minimize casualties, one way or another. So, 'tis a novel envisioning an ideal world. Curious to see a utopian novel these days. I'd thought them long since banned. Ah, you needn't worry. I've no intention of taking it from you. I've sometimes wondered why such books were forbidden. Rumors say the Sanctists objected to their contents. Yet I wonder, how could a simple book have possibly stung them so? Do you mind if I read a passage or two? So it is a fiction written as if a personal account. This chapter seems to concern the system by which the nation's leader is decided. In this country, one cannot become even a statesman, much less sovereign, without the consent of the people. Those who aspire to statecraft must first solemnly swear before the people what they will do in service of their country. Should they earn title but break their word, they are denounced and stripped of power. Such is the authority of the people. In this way, it is the people who are the land's true king. Quite the opposite of our own country. Now I see why our upper echelons would abolish such texts. Had our lands embraced such accountability, perhaps His Royal Highness would not have suffered such a fate. No. As a knight, 'tis not my place to say. I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good. Oh, I suppose 'tis not so bad to dream now and then. Wäre das wahre Mittelalter, wäre ich schon längst auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Ja, schon längst. It takes power to walk the path of our dearest hopes. Allein schon wegen den blauen Haaren. But my dearest dream, 'tis to save His Highness, even at the cost of my life. Nothing more. Time marches on, and the age of a new king draws nearer.
High Heels. Judah! Lady Juna! Faraway sky, blue and clear. Echo my wish, so that all may hear. One and all born to this land, as here we stand. Let us greet the rising dawn, hand in hand. Faraway sky, faraway sky so clear. Let my wish echo far beyond the Das kam überraschend. Die hat verdächtig große Augen. Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the Tournament for the Throne! For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbour city capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Altaberry Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78th Sanctifex, His Eminence, Forden! Victory to Sanctifex Forden! I claim no great ambition, nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together! Moving right along, we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the Crown Theocracy, Master Giddo! I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctists have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, Crier! Where's Count Louise? All right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. What?
He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right, all right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel, the Black Hound. Him? So he was one of Luis's men. The fallen king embraced Sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No god can save you! What our country needs is power! Well, it's not quite all the contenders, but let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolph Kraus. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Sure to be popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. Was sind das für Charaktere? Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. Wow. If we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Do we have an Elden boy present? Come on, let's see a face. What? An elder? Disgraceful. Is this the only way you could think to distinguish yourself? Ich komme nicht sehr gut an bei den Leuten. The ride you applied with still hasn't arrived. And if it doesn't show up by the time the noon bell rings, you're disqualified. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? So, contestants, are you ready? What? Blast, I say! Wait! Found your behave! Ist das meine Kutsche? A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What ho? Isn't she a marvel, chums? You don't! You nearly brought down the cathedral! Have a care, you buffoon. 'Twas bad enough when Luis did it the first time. That feckless, shameless old fool! Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go! Prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin! We must take to the road. Come on, come on! So fast! Gotta hold on to something or I'll get blown up! It's incredible! Mein Beliebtheitsrang ist 5021. Am Ende stach ich mehr heraus als erwartet und ich konnte das Interesse vieler Leute wecken. Ich betrachte das als Teil der Mission, den Primus zu retten. Just a sec. Hey, was ist mit diesem Ding los? Soll das etwa unsere Kutsche sein?
can you hear me? Soll ich einfach auf der Hauptstraße fahren? Die anderen scheinen das auch zu tun. Du bist genauso verrückt wie dieser Läufer. Danke für das Kompliment, kleine Dame. Kannst du mir bitte die Koordinaten für diesen kleinen Testlauf durchgeben? Uff, was zur Hölle ist los? Unser nächstes Ziel ist also die alte Schlossstadt Matira. Von hier aus liegt sie ziemlich weit im Süden. Das ist unser nächstes Ziel. Oh, I smell trouble. Ah, ich kann die Mine nicht auswählen, Kuckuck. Ich kann sie leider nicht auswählen. Ich kann überhaupt nichts auswählen, außer das. Wow. Matira, was? Auf den Beinen dieses Gefährtes würde ich sagen, 4 Tage und 3 Nächte. Oh. 4 Tage und 3 Nächte. Das ist um Vielfaches schneller als eine Kutsche. Bei dieser Geschwindigkeit sollte die Reise relativ ungefährlich sein. Und wir dachten, wir bekommen Esel mit einem Brett drauf. Spectacular. Sehr schön, haltet eure Hosen fest. Nächster Halt, alte Schlossstadt Matira. This is amazing! I don't know a thing about gauntlet runners, but even I can tell this is a hell of a craft. Ist das quasi meine mobile Basis? I can hardly believe she's ours to drive. Was machst du dann, wenn du König bist? Der Drache wird bestimmt beeindruckt sein. Wenn er mich dann frisst, oder? You're telling me, lad? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you used to talk with the driver? Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Ha! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What do you think, lad? Isn't this a rush? Ich hab so Angst, dass das unser Sit ist. It is at that. Like riding the wind. That's the ticket. It's been so long since I've had a good chinwag. Brilliant, isn't it? Yeah, it's amazing. You've a good head on your shoulders, boy. Yes, I can tell you're a sharp one. Where to, ladies? The world is our shellfish. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg! Can we get an explanation yet? That man is Neurus. An Ishkia, if 'twas not obvious from the wings. And despite everything, he was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit excitable. Neurus? Are you there? I'm coming in. Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. It's too much to do. As always. To business, then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions. No time for them. Ask another right. It is not a new one I require. Before His Highness disappeared, did you not accept a contract to build him a custom carriage? Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it a short while. But pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. 'Tis an unreasonable request, I know. But I'd not be asking without a grave need. I mean, well, 'Twas specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now?
I've deadlines to meet, dash it! Off with you now! Leave me be! You've been acting stranger than usual. What ails you? Whoa! Oh. Good God. Sieht wahnsinnig lustig aus, das Ding. Is this a gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. Oh, Nuras, you are an inspiration. Such... Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Did you really build this vehicle exactly to their orders? You cannot mean... Well, at first, certainly. I followed the blueprints exactly. But then His Highness died, and... well, I couldn't just let the old girl waste away. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! Unthinkable! Der Kerl ist wilde. I'm working toward a dream. And this poor old girl is going to help me see it through. And then, finally... You imbecile! A lowly, brazen court engineer, butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Treason! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady. But leave the Balliol runner alone. Look, this runner... it is fully operational now, is it? Then I suggest you cooperate. For both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Eh? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? 'Tis no scheme. I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where, last I heard. So if you're back now and now you want a gauntlet runner for His Highness... Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay His mercy. Understood. Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation? I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why, probably the world. I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk, eh? I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? I think we can count on him. If you're sure, I suppose. We'll deal with it if we have to. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess. You lot can handle the fighting, and I'll handle all the driving and greasework. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. So, summing up.
Our first trial is to slay a monster. We take its head as proof, then get it to the goal line before the deadline. The bigger the head, the better. Our destination is Port Brylehaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap. So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Did the task not specify a monster's head? Don't worry, all part of the plan. We don't need to win this thing. We just need to get Luis's attention. Everyone's going to show up with monster heads, and we shake things up with a felon. A knight-turned-kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately violate the rules, we risk being disqualified entirely. Then again, 'tis just as likely to win the people's attention and thereby Luis's. I do understand the intent. What do you think of this plan? I think it's a perfect idea. Makes sense, doesn't it? The bounty's Heisme, an ex-knight. I realize that's a little close to home, Hulkenberg, so if you'd rather hang back... No. His title is precisely why I cannot let his atrocities stand. And yet, 'tis strange indeed that we are hunting a mere man when the trial demands a monster. Then again, our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't misplaced. Righto. Then our course is set. Feel free to use anything in the gauntlet runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Good to know. We can always look around more thoroughly later. Yes. You needn't tire yourself out before we arrive. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. After all, the wilds out there are no berry picnic. Oh no. It's a den of wild beasts and savage scoundrels. And we'll not get past it without days on the road together. So, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a hoot. Bound to find me in the cockpit or the engine room. He's certainly an eccentric, but he doesn't seem like a bad person. We'll get used to him, I suppose. Jetzt sieht er nicht aus wie eine böse Person, aber er hört sich an wie eine verrückte Person. Der Fairnessläufer ist mit Bereichen für verschiedene Aktivitäten ausgestattet, wie zum Beispiel dem Strategium und dem Aufenthaltsraum und der Kombüse. Du kannst zudem von Moors Standorten aus Akademia besuchen. Werfen zuerst einen Blick auf den Maschinenraum. Jesus. Ich war noch nie in einem Fairnessläufer, ich würde dir gerne mal den Maschinenraum ansehen. Nein, nicht den Maschinenraum. Oh je, das ist groß, das Ding. Aber das machen wir nicht mehr heute. Ich denke mal, das machen wir... Ne, morgen geht nicht. Am Montag dann. 13 Stunden. Gerade mal einen Dungeon geschafft bisher. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr wollt. Das wäre dann Montagabend. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, noch einen schönen Donnerstagabend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und bye bye.